Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy und im Hintergrund natürlich mein Mann, Zippo. Juhu. Hallöchen. Der kommt natürlich gerade Sport und mir war heute nicht nach Sport machen und ja, ich möchte euch mal dieses Survival bisschen näher bringen, was man in SL Survival machen kann. Da gibt's noch mehrere Dinger. Hier gibt's erstmal erkläre ich hier das G und S. Vielleicht mache ich die nächsten Tage noch ein anderes Video mit. Es gibt noch mehr Survival-Dinger, nicht nur G und S. Ne? Aber das, was ich so meistens kenne. Ich muss gleich vorneweg sagen, ich bin da, was Neues gibt und wie die HUD so richtig funktioniert, muss ich ehrlich zugestehen, bin ich raus. Also, ich habe das am Anfang mal gemacht in meine SL-Zeit. Ich bin ja schon bald 5 Jahre, gut und gerne über 5 Jahre in SL. Es gibt Neuerungen und so weiter und so fort. Da bin ich raus. Ich möchte es euch einfach nur mal ein bisschen im Groben erklären. So, ihr könnt mit diesem System G und S, weil wir hier beim Fischen sind, ich gehe mal zu der Angel hin. Es gibt sogenannte Angelevents, und zwar ähm, kann man dann zieht man sich hier die Gruppe an, muss man sich die Gruppe anziehen und dann gibt es für euren Außenbrowser so eine Art Tabelle, wo man in SL über GTA, guten Morgen, G&S-Sachen ähm, fischen kann. Der höchste Fisch, ich müsste lügen, kriegt man, glaube ich, 1000 oder was auch immer Linden. Aber ich weiß es jetzt nicht wirklich ganz genau. Man kann dadurch, ist so ein bisschen ein Angelevent, man kann dadurch ein bisschen Linden, aber da muss man viel angeln und muss man viel fischen. Und hier oben die Angel kostet jeweils eine kostet 200 Linden, ne? Und dann hat man da eine Angel, dann hat man eine Hut und dann kann man dann schon loslegen in der Hinsicht, ne? Köder. Bräuchte man für die Angel auch so eine Art Köder oder so? So Ich manche glaube, die ich Würmer glaube oder so? Würmer, ja. Ich glaube, Oder, 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 die sind aber auch, glaube ich, in dem Paket mit, wie mit gesagt, mit ganz bei. So, vorne, wenn ihr landet, könnt ihr euch die Hut holen. Es gibt so eine genannte Hut, die man dazu braucht oder braucht sie jetzt unbedingt nicht. Ähm, Ich habe da natürlich ein bisschen Coins drauf, weil, wie gesagt, ich habe es mal ganz am Anfang gemacht. Das ist nein, das hat mit Linden nichts zu tun. Das hat so ein bisschen mit dem System, mit dem G&S Survival, nenne ich es jetzt einfach mal neuerdings, ein bisschen zu tun. Ne, man kann hier, wie ihr seht, Wein herstellen in verschiedenen Dingern. Da braucht ihr, wie gesagt, ihr könnt eins von beiden nehmen. Ihr müsst nicht alle beide nehmen. Zum Wein herstellen, eine Schnapsbrennerei oder Weinbrennerei. Und natürlich braucht ihr dann irgendwann die Felder, die kommen dann auch noch, um natürlich den Wein, den ihr da rausproduziert, zu machen. Das ist wieder hier was für meinen Schatz, weil er macht gerne Schmied oder derjenige, der gerne Schmied braucht, das wäre das System zum Beispiel. Er bräuchte hier unten alles, von vorne bis hinten, also 900, ihr könnt es euch ja mal ausrechnen, ich bin jetzt so faul dazu, 900, 300 und so weiter und so fort, was ihr alle ausgeben müsst, und ihr müsst hier oben die Dinger haben. Ich glaube mal, die müsst ihr aber jedes Mal wieder neu holen. Also die respawnen nicht wieder. Ne? Die baut ihr ab, müsst ihr hierher, müsst 400 Linden bezahlen, um jedes Material, ob jetzt Eisen, Iron oder Gold oder was auch immer, ob das jetzt wirklich wieder respawnt, das ist ein Dinger, die ich jetzt nicht wirklich so hundertprozentig weiß. Aber nach meinem Bemessen ist, dass man sich immer wieder neu holen muss, dass es sich nicht wieder respawnt.
Was ihr aber allerdings wieder, wo ist es? Und dann braucht ihr natürlich, gibt es dreierlei verschiedene Wasserbrunnen. Ich würde aber euch empfehlen, kauft gleich den großen. Also wenn ihr sowas machen wollt in SL, wie komme ich als heute, ne? In GTA, aber ist egal, weil man die ganze Zeit auch ein bisschen Singleplayer GTA spielen, lol, wir zwei. Ähm, und 250 Linden würde ich jetzt in der Hinsicht nicht komplett ausgeben. Ich würde gleich herkommen und würde den großen holen in 400. Ne? Da habt ihr dann mehr von. So, dann gibt es die ganzen Tiere, was ihr braucht. Ne? Ihr braucht zum Beispiel, für was der Taubending ist, habe ich nie so rausgefunden. Ihr bräuchtet, wenn ihr natürlich logischerweise Eier haben wollt, braucht ihr natürlich einen Hühnerstall. Ne? Ähm, Ich würde euch empfehlen, auch den großen hier zu kaufen. Der kleine, es bringt nicht viel. Also von dem Volumen her ist es jetzt nicht unbedingt. Der große hat natürlich 7 Prim und der kleine hat 2 Prims. Also das ist jetzt die Primzahl. Ne? So, daneben haben wir die Futtertrüge. Die Futtertrüge, die kleinen sind für Ziege. Und neuerdings gibt es auch Bullen, wie ich gerade hier sehe. Die sind neu, die kenne ich nicht. Ich kenne nur die Ziegen und ich kenne halt hier die Dinosauriers. Oder wie sagt man dazu, Schatz? Es sind doch Dinosauriers, ne? Ja, das sind so eine Art Raptoren. Raptoren, genau. Die Raptoren machen auch viele Rennen mit. Die kann man, hört sich komisch an, ist aber so, der kann man wirklich drauf sitzen, die kann man trainieren, ne, und kann damit Rennen machen. Kann man auch so ein bisschen, dadurch natürlich auch ein bisschen Turniere und wer der Beste ist, verdient natürlich auch ein bisschen Linden. Ich weiß es nicht ganz genau, wie viel es sind, aber haben schon einige gemacht, die ich so kennengelernt habe dadurch und so weiter und so fort. Und dann braucht man natürlich für die Dinosaurier den einen hier vorne, ne, wo das bisschen das Blut abgebildet ist. Da braucht man den Futtertrog für und für die anderen alle den normalen vorne hier. Und den braucht ihr jedes Mal. Also wenn ihr jetzt die braunen Ziegen und die weißen Ziegen wollt und die hier jeweils die Bullen, ähm, auch gibt es glaube ich auch in verschiedenen, wenn ich so richtig sehe, ja, einmal Langhaar, einmal Kurzhaar, braucht ihr jeweils immer einen Futternapf. Also die Futternäpfe. Also kann man sagen, pro Tier ein Futternapf. Richtig, aber das muss man immer doppelt. Also das ist ja jetzt nicht nur einer und dann kannst du sagen, ach, ist kopierbar und ich krieg da was weiß ich wie viel raus. Das geht nicht. Die sind nicht kopierbar, ne? Soweit wie ich Also das weiß. heißt quasi, wenn ich zum Beispiel jetzt mir 2 Schafe holen will, Männlein Mhm. und Weiblein, brauche Mhm. ich 2 Futtertrüge. Nein, weil die kannst du ja links und rechts hinstellen. Die kannst du ja links und rechts hinstellen. Also man könnte es auch anders da machen, klar. Man könnte jetzt auch, aber der Gedanke ist gut, daran bin ich ja gar nicht gekommen. Äh, Ich werde vielleicht nachher noch mal gucken nach dem Markt, wo ich euch das ein bisschen besser anscheinend zeigen kann. Auf jeden Fall kann man ja links und rechts, ihr seht ja hier, der Futtertrog hat ja 2 Seiten, oben, wie ich sage jetzt mal, oben und unten. Und ihr Wo ist könnt denn der Futterdruck? jeweils Ach, da oben. Moment. und ihr könnt hinten und vorne jeweils die Ziegen und Kühe so dran stellen. Nur ihr solltet natürlich einheitlich machen. Ne? Ihr solltet jetzt einmal Ziegen machen und den anderen Futtertrog für Dings. Ich würde euch sowieso am besten raten, holt euch nur jeweils immer nur nur eins, holt euch die Tiere nicht doppelt oder vierfach. Es kann nämlich mal passieren, dass ihr wirklich, hier ist es so rum, dass ihr
euch die Tiere so holen könnt, wie ihr wollt, Männlein und Weiblein. Ne, es kann aber auch sein, und ganz ehrlich, da würde ich eher auf den ganzen verschiedenen Marktplätzen gehen, was es hier in SL gibt. Ähm, da gibt es ja auch für weniger Linden. Ne? Und ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. Vielleicht habt ihr schon Glück und das Frauchen ist trächtig, ne? Und kommt eventuell 1 oder 2 Tage später in SL und auf einmal sind Babys auf der Welt. Ne? Also sozusagen Breedable halt, ne? Richtig. Deswegen, ja, deswegen habe ich ja gesagt, man holt sich 2 Tiere, einmal Männlein, einmal Weiblein und dann ist gut. Und dann kann man züchten. Richtig, richtig. Wofür die Schweine jetzt hier sind, was man da jetzt wirklich mitmachen kann, das Wildschweine. Wildschweine, das ist neu, das kenne ich gar nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich denk mal, das ist so, dass du so ein, ich kann es nur raten, aber ich sehe das so, du hast so einen Bau, ihr kennt ja so eine Wildschweinbäue, ne? Die Mhm. kennt ihr ja. So, den rennst du hin, auf gut Deutsch, und dann produziert der, oder dann hast du mal Glück, dass da mal eine Wildsau rauskommt oder so. Dann musst du halt jagen. Richtig, richtig. Und hier kann man sich eventuell Kleidung machen, ne? Wie gesagt, da kann man sich durchlesen, verschiedene Bücher, kann man studieren, kann man lesen. Rezepte und so weiter Rezepte und so und so fort. weiter und so fort. Und ganz oben ist die Kleidung, ne? Die kann man sich dann auch herstellen. Und ich denke mal, aber System heißt es 2012 ist es rausgekommen, ne? Und ganz oben ist dann der Schneider, also wo man dann Schneiderhandwerk machen kann. Ne? Ihr könnt dann Bäuerin machen, ihr könnt dann der andere ist, was weiß ich, Bäuerin, der andere ist Schneiderin, die andere ähm, ist zum Beispiel, wie der mein Schatz gerne macht, Schmied, ne, und Richtig. so weiter und so fort und so. Und jetzt Ich kommen bin wir zu, eigentlich, wenn du so willst, bin ich eigentlich Schmied und Züchter. richtig, oder auch Züchter kann man auch im Survival benennen. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ihr dann braucht zum Weiterkochen. Ne? Ich sehe gerade, das ist das Fisch. Wenn ihr angelt, bekommt ihr ja auch Fisch, den ihr weiterverarbeiten könnt. Das ist aber alles für die Hut. Das Essen später ist alles für die Hut, für die Ausdauer. Ich denke mal, man kann ja auch irgendwie kämpfen oder so gegenseitig oder so, dass man halt dafür fitter ist und dafür das Essen dann in der Hinsicht braucht. Oder man kann es auch ein bisschen RP-mäßig im Rollenspiel so ein bisschen ähm, essen dadurch. Zum Beispiel, ich trinke jetzt Wein oder so was. Ich habe zum Beispiel kann man zum Beispiel, wenn man auf ein Land kommt oder so, wo die G&S so machen oder so, im Rollenspiel kann man sagen, auch meine Füße sind lahm geworden oder so, könnte ich ein Glas Schnaps oder ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder sowas kriegen. Ne? Klar. So nach dem Motto. Ähm, habe ich immer mal hin und wieder gebracht, hatte Wunder gewirkt, denn ich hatte immer hin und wieder mal einen Schnaps. Ähm, hier unten die Küche, das sind die Küchen, Mhm. ne? Mhm. Die Küchen war vor deiner Zeit, Schatz. Die Mhm. Küchen muss man nicht jetzt unbedingt alle kaufen, ne? Wie ihr seht, jeder hat seine Funktion. Ich muss mal gerade was trinken, sonst habe ich bald keine Stimme mehr. Wie gesagt, wie ihr ja hier unten seht, jede Küche ist sind auch ein bisschen moderner, aber jede Küche hat beinhaltet denselben Zweck. Ne? Also, ihr müsst jetzt nicht alle durchgehend kaufen, weil ihr denkt, die eine oder die andere Küche hat was anderes. So, hier ist das Kochbuch. Das Kochbuch gibt's vorne im Eingang umsonst. Ich ziehe es mal kurz an, wie das aussieht auf dem Bildschirm. Ne, das würde dann so wie folgt aussehen auf dem Bildschirm. Und dann könnt ihr einfach mal drauf rumklicken und da könnt ihr euch so mal ein bisschen die Sachen zu angucken. Ne, ist klar, wenn ihr ein gebratenes Huhn einfach haben wollt, dann braucht ihr
braucht ihr einfach nur ein Huhn. Ne? Und das Huhn halt braten. Ne? Steak ist klar, das Schwein oder was auch immer schlachten und dann draus kriegt ihr dann das Fleisch und das einfach braten, ergibt ein Rostbeef. Ne? Ei ist auch klar, Eier, ne, braten Hühner. gibt's Eggi. Ne? Und Hühner, ne? Also die Eier Hühner. kommen natürlich über die Hühner. Das heißt, man bräuchte quasi ein Feld für Korn, also damit man Futter für die Hühner hat, damit man bräuchte einen Hühnerstall und man bräuchte zwei Hühner. So, und jetzt hat mein Schatz gerade was angesprochen, da kommen wir jetzt zu. Das sind die Felder, ne? Und die Bäume. Ach ja, hier oben die Bäume. Ihr könnt auch Möbel herstellen. Also man kann auch aus den, ich glaube, da werden wir auch noch zukommen, wo das ausgestellt wird. Ich bin am Hin und Her switchen. Man kann auch Bäume fällen, aufbauen und fällen und kann dadurch Sachen herstellen, wie Tisch und Stühle und so weiter und so fort. Schreiner. Also Das wäre, Schreiner, das genau. wäre, das wäre der Beruf des Schreiners. Richtig, richtig. Und da ist es so, die Bäume braucht ihr nicht jedes Mal wieder kaufen, das weiß ich. Die resporen wieder. Das heißt, die kommen wieder. Wenn sie abgeholzt sind, ne, dann muss man zum Schmied gehen, der tut einen dann eine Axt oder so was kraften und dann tut man die Bäume einfach fällen und nach einer gewissen Zeit kommen die wieder. Also wenn das mit den Bäumen funktioniert, dann müsste es aber eigentlich auch mit den Ohren funktionieren, also mit den, für den Schmied die Ohren. Das kann sein, ja. So, hier vorne, Weil das wäre, weil das wäre Wahnsinn. Das wäre eigentlich ein bisschen unrealistisch. richtig. Hier vorne sind die Getreidefelder, ne? Ich gehe mal richtig an, was es neuerdings gibt. Oh, es gibt Tomaten. Das ist schon mal neu, das kenne ich nicht. Dann gibt's Salz, dann gibt's Reis und es gibt Getreide. Gut, Reis und Getreide wusste ich. Das ist Salz und Tomaten sind neu. Ne? Dann kann man sich jeweils hier kostet ein Feld jeweils 200 Linden und das kommt dann auch wieder. Also wenn man es abgeerntet hat, muss man dann Wasser daneben stellen. Bewässern halt, ne? Genau. Bewässern halt. Und auch dafür ist die Hut oben auch da. Ich mache sie mal kurz auf. Dann heißt es irgendwo in der Hut düngen. Damit kann man zum Beispiel Fertilizer. auch das oder Wasser, ne? Dann steht man dann daneben und sagt dem Feld, der soll Wasser geben, reinziehen in das Feld und so weiter und so fort. Ne? Und da hier ist, das ist auch neu. Was ist das, was neben mir da ist? Das ist, glaube ich, Kakao, wenn ich richtig sehe. Das andere sind Weintrauben. Zuckerrohr, das kenne ich. Das ist das alte Reisfeld. Das ist Tabak. Das ist Tabak, genau, zum Rauchen. Ne? Wäre was für meinen Schatz, weil der raucht ja. Und dann gibt es dann hier noch die Bohnen, also die Kaffeebohnen oder so. Da kann man dann Kaffee und so weiter machen. Und das ist Honig. Ne? Das ist der Honig. So, und hier ist dann nochmal, ach so, wenn ihr dann die Schafe und die Ziegen und also die ganzen Tiere schlachtet, bekommt ihr auch natürlich das Fell davon. Und da aus dem Fell könnt ihr wieder Sachen herstellen. Ihr könnt es weben, ne? Ihr könnt es herstellen in Teppiche und ich glaube in Sitzkissen oder so. Ne? Und wenn ihr halt Salz macht, fischt, müsstet ihr das Salz dann das Fisch Entschuldigung, den Fisch in Salz legen. Und ich sehe gerade, neuerdings kann man auch Eis machen. Eiscreme oder sowas. Lecker Eiscreme. Ähm, aus aus Zuckerrohr kann man dann Körbe herstellen, ne? Aus
Wasser und Ton gibt es neuerdings, kann man dann Tontöpfe herstellen. Das ist auch alles in der Zwischenzeit irgendwie neu. Kann man hier Fässer herstellen. Aus Milch ist klar, Butterfass. Ne? Dann aus Zuckerrohr und Wasser kann man so ein bisschen Art auch Zuckerwasser herstellen und so eine Art Schriftrolle, irgendwie sowas. Und dann aus dem Getreide kann man dann hier auch wieder. Achso, die Coins, ja. Wie der zu Coins kommt, erzähle ich euch auch gleich. Und zwar, wenn dann, das ist das hier oben, das ist dieses Markt, das ist so ein Marktstand. Ne? Wenn ihr dann Getreide oder egal was ihr habt, bekommt ihr dann in Inventar, dann könnt ihr hier auf der SIM oder egal auf welcher, wo es angeboten wird, verschiedene auch bei verschiedenen ähm, Märkten ist auch tagesabhängig. Manchmal gibt es viel, manchmal gibt es auch weniger. Das sind dann sogenannten Coins. Ne? Und ob man sich jetzt neuerdings die Coins umwandeln kann in SL-Geld, das weiß ich natürlich jetzt nicht unbedingt. Ne? Und wie ihr seht, ach so, und dann, wenn ihr auch noch diese Angel-Events macht, dann kann es passieren, dass ihr aus dem Fischteich Metalleimer oder Goldeimer oder Bronzeeimer eventuell auch angelt und die könnt ihr auch zu Coins verkaufen, allerdings auf dem anderen Tisch. Ne? Da könnt ihr die Coins, die ihr eventuell habt oder so, ich müsste mal gucken, ob es bei mir noch funktioniert, die Coins kann man dann unten in so eine Box machen. Das sieht dann aus wie so eine Geldbox oder so. Und die könnte man, wenn das in SL zum Beispiel gehen würde, als Spaß, könnte man die zum Beispiel auch verbuddeln, ne, und könnte dann sagen, hier, wo ist Schatz hin? Ich gucke mir mal schnell was an. Okay. Eigentlich suche ich mal die Tiere nochmal. Ich glaube, die Tiere gibt es hier nicht wirklich. Oder ich muss mal gucken, vielleicht da hinten. Ich glaube, hier hinten ist auch ein bisschen was aufgestellt. Wie gesagt, Ah, ich hab's ja. ist immer umgestellt. Ich hab's ja. Ich würde gerne mal wissen, ob man da sehen kann, was für ein Futter die brauchen. Getreide und Wasser. Also quasi Weed und Wasser. Richtig. Ah ja. Das heißt, Und das hier heißt und Feld mit Wasserversorgung. Entschuldigung, Leute, aber ich denke ein bisschen laut gerade. Also man bräuchte dann quasi ein Feld, eine Wasserversorgung. Die Schmiede für mich ist klar. Das wird nicht gerade. Oh je, oh je. Und hier kann man dann kämpfen, ne? Und darum geht es dann auch so ein bisschen im Schluss, hier kann man sich, glaube ich, dann verschiedene Dinger herstellen oder hermachen, wie auch immer. Und auf jeden Fall, das ist so auch ein bisschen dann, ne, dass die Männer uns dann irgendwie gewogen sein können, wie auch immer. Jetzt kriegt man wieder Werbung. Ne, ich sage dazu gerne immer Schwanzvergleich, ne, wer hat die größten? Ja, genau. Und das können dann die Männer hier. Und natürlich gibt es auch Frauen, die kämpfen. Also es sind Oh. nicht nur Männer, die kämpfen, es sind auch Frauen, aber das ist alles. Für mich ist das nichts. Und Ich, das ist richtig heiß, ich, ich, wenn die Mädels wenn die Mädels um einen Kerl beißen. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Der Traum eines jeden Mannes. Ach, ist das herrlich. So, und hier sind dann Ah, Seht ihr, und so, und hier sind dann noch so Weinreben, ne? Und wenn die dann nachher oben drüber 100% sind, dann kann man die dann abernten. So, das war zum Thema. Sie hatten hier mal immer einen Teleporter, ein Land, da konnte man so ein bisschen angucken. Ich muss mal. das ist vorne am Eingang. Seht ihr, und hier ist das Ding. Wenn du vom Eingang stehst, hast du doch so eine riesen Karte. Mhm.
Und das schätze ich mal, das funktioniert aber, schätze ich mal, auch als Teleport, schätze ich mal. Okay, und hier ist wie gesagt das Eintauschen an Produkten in Coins, weil ihr müsst nicht euer Inventar, was weiß ich, wie viel voll haben, ne? Weil ihr kriegt ja nicht nur ein Getreide aus dem Feld, ihr kriegt, was weiß ich, 4 oder 5, ne? Und dann könnt ihr dann hier das dann jeweils da und da zu Coins machen. Mal eine Frage. Du hast ja gesagt gehabt, man könnte sich die Coins nehmen und sich so eine Sachen hier zu holen. Ist das richtig? Nein, nicht die Sachen. Die Sachen hier. Die fertigen Sachen. Müsste ich jetzt gucken. Die fertigen Sachen kann man sich hier über Coins holen. Zum Beispiel hier gibt es, seht ihr, das gibt es alles, was man so herstellen kann. Noch zusätzlich haben sie jetzt neu gemacht. So, und ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Und ansonsten, wenn ich hier nichts finde, dann gehe ich gleich oben mal in der Suche ein. Und da suche ich uns mal einen Markt raus. Das ist anscheinend hier auch neu. Ne, da kann man irgendwie lesen oder studieren. Ich weiß gerade nicht wo. Hier ist eine Treppe, da gehen wir mal hoch. Vielleicht kann man da irgendwo was mit anfangen mit. Ah ja, hier ist es. Ich habe es gefunden. So, hier ist dann der Tisch, ne? Gibt es auch zu kaufen. Und hier kann man dann gucken, wie die Dinger sind. Und hier gibt es auch noch eine Hut, die gibt es. Das ist, glaube ich, so ein. Das ist dieser. Ihr kennt es ja zum Beispiel die Leute, die zum Beispiel GTA machen. Ne? Gibt es ein ICE und ein OCE. Ja? OOC. Oder OCC oder wie auch immer das. OOC. Ja, das tue ich immer verwechseln. Und da gibt es hier ein GM4-Meter oder wie der heißt. Ne? Behalten. Bist du denn? Ich schicke dir mal ein TP. So. Ach so, wenn ihr Leute in TP schicken wollt, ne, nur mal so nebenbei noch hier oben Teleporter anbieten und dann bei meinem Schatz müsste es normalerweise funktionieren automatisch, weil er müsste normalerweise die Kette anhaben. So, diesen muss ich mal gucken, diese Hut. Ich wusste mal, wie alles funktionierte. Da ist auch so eine, da kann man auch irgendwie sowas, wie gesagt, da müsstet ihr euch mal mit Leuten oder vielleicht kann ich es auch demnächst irgendwann noch mal erklären, wenn ich es besser studiert habe oder vielleicht Schatz hat es irgendwann studiert, ne? So, ähm, Bei mir wird sich das noch eine Zeit lang dauern, weil du weißt, ohne Moos nichts los und so viel flüssig bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich denke drüber nach, dass ich mir mal dass ich mir mal so einen kleinen von G&S, sag ich mal, so einen kleinen Kreislauf zulegen werde. Nur welcher Kreislauf das sein wird, das weiß ich bis heute noch nicht. Und dann könnte ich es eventuell ein bisschen besser erklären oder auch und du, je hier nachdem. oben ist dann so der Marktstand, haben sie schön gemacht. Seht ihr, und hier oben, und wie ihr ja seht, stehen ja zum Beispiel 250 Coins. Das sind nicht Linden. Ne? Man kann zum Beispiel das Essen, die haben das jetzt hier nur per Coins gemacht. Man kann aber auch man kann zum Beispiel das Essen auch in Linden umändern. Ne? Aber wäre jetzt für G&S-Sachen, ganz ehrlich, würde ich jetzt nicht machen wollen. Weil man will ja ein bisschen auf langer Zeit hinaus irgendwas zusammen machen und so weiter und so fort. Und dann klickt man hier, glaube drauf, so war das hier, glaube. Ja, und dann heißt es hier oben 275 Coins könnte ich mir jetzt holen, weil meine Hut hat 16.000 und noch was in der Zwischenzeit gesammelt. Wie gesagt, mein Inventar war voll bis zur Oberkante von dem Ganzen und hier habe ich dann irgendwann umgewandelt in Coins. Ne? Hier gibt es dann die Getreide und die Fässer und alles kann man. Das ist alles dieses Endprodukt. Ne? Ich muss mal gucken, haben sie hier oben auch Tiere? Also,
bestätige mich mal bitte in meinem Gedanken. Wenn ich jetzt mich dazu überlege, mich mit D&S zu beschäftigen, als Ja, allererstes, ne, müsste ich ja dann dafür sorgen, dass ich an Coins komme. richtig. So, dann wäre mein Gedanke ein Mhm. Wasserfeld, beziehungsweise also einmal ein Brunnen und einmal ein Wietfeld, sage ich jetzt mal. Und einmal Wiet, also zum Anbau. Ja. Und das geerntete Wiet könnte ich in Coins umwandeln? Ja, dafür ist unten alles das, ich muss mal gucken, wo ich hier hinkomme. Ich laufe einfach mal und erzähle einfach. Alles das, wo man das Endprodukt hat, kann man unten auf den einen Marktstand, wo ich gesagt habe, umwandeln in Coins. Ich höre was, ich muss dahin. Ich höre meine Lieblingstiere. Ich habe Die jetzt den Raptoren. Sound, ich habe jetzt den Sound gerade aus, aber wie es aussieht, ja, Ich habe hier Raptoren gehört. hier oben, ich schicke mal meinen Schatz ein TP, ähm, so würde das dann aussehen, mit den Ziegen, ne? Also links, wie ich eben gesagt habe, links und rechts. Und ihr seht dann hier unten 79% Wasser und 75% da hinten Getreide. Ne, also das heißt, das kann man sich dann hier hinstellen. Das stellt man dann hier so daneben. Ne? Und dann Also gibt, könnte ich. und dann Mach du klickt erst man mal zuerst. und dann klickt man hier drauf auf das Ding und dann stellt man ein Getreide und Wasserfall hier drin und dann klickt man hier drauf. Das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht machen, weil ich die Gruppe nicht habe. Und dann heißt es dann zieht Wasser und zieht Getreide, also auf Englisch geschrieben, ne? Zieht Wasser und zieht Getreide. Und dann seht ihr dann immer, dass es dann reinzieht. Es gibt aber auch nach meinen Bemessen ein automatisches Ding, dass das automatisch dann geht. Ist dann logisch, dann muss das Wasser voll sein und das Getreide muss auch voll sein. Ne? Klar. Also pass auf, jetzt mal nach dem Beispiel mit dem Futtertrog hier, ne? Mhm. Mit den beiden Ziegen. Bestätige mich mal in den Gedanken, dass ich jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ziegen hier auf ein so ein Ding machen kann. Richtig? So wie es jetzt hier ist zum Beispiel. Ja, Links und rechts vier. Also vier auf also der 8. Seite, genau. Hm? Leute, dann würde ich euch empfehlen, holt euch diesen Futtertrog hier, wo er beide gleich drin hat. Ja? Also das ist schon. Und hier könnt ihr euch auch, wie gesagt, ich gebe die Landmarke mit bei. Das ist wunderbar hier schön gemacht Ich und schön glaube, ich werde geklärt. dich sowieso nochmal anschreiben, wenn ich mich dazu entscheide, ne? Hier was zu machen, dann werde ich sowieso bei dir sagen, hallo, ich brauche Also, Bauern. ich sag's mal ganz ehrlich, auf eine Art und Weise. Es macht, ich sag's so, sonst würde ich es ja nicht machen, das Video. Es hat auf eine Art und Weise Fun. Man hat Unterhaltung, man trifft andere Leute. Man hat ein RP, man hat ein Rollenspiel. Ja, man ist zum Beispiel verschiedene Fraktionen, jeder macht was anderes. Die eine ist Bäuerin, der andere ist Schmied, der andere wie sagt man, für Wein herstellen. Und der eine macht zum Beispiel nur Tontöpfe, der ist Töpfer. Es gibt Schreiner. Das tut natürlich eine ganze Sim schon beleben, ne? Ist klar. Es gibt und mal einen ganzen Tipp an nebenan, da kann jeder reinjoinen. Es gibt eine Gruppe, die kann ich nur empfehlen. Habe ich die komischerweise? Ich habe die natürlich jetzt wieder nicht. Äh, warum habe ich sie hier nicht? Okay, habe ich Weil nicht. du, weil du mit G&S schätze ich mal nichts mehr zu tun hast. Ähm, Wahrscheinlich rausgegangen. muss ich mal auf meinen Zweitavatar zugreifen? So, dann tue ich da mal beitreten. Also die Gruppe heißt ähm, Deutsches Rollenspiel.
Und die kann ich wirklich nur empfehlen. Die kostet nichts. Das ist einfach nur, da suchen Leute, tun Leute suchen nach Leuten und geben auch bekannt, wenn sie jetzt so ein Theaterspiel oder irgendwas oder Musikabend oder sowas machen oder so. Also wie gesagt, die Gruppe kann ich nur empfehlen. Ne? Und ihr seht ja, wenn hier 75% ist, ist klar, wenn 100% ist der Honig fertig. Ne? Und hier ist der große Wasserdruck, den ich euch eben gezeigt habe. Hier ist das Fleisch, ne, der Metzger. Ne, kann auch nur eine Person sein. Ich suche den Und Schmied noch hier. Hast du den Schmied schon gefunden? nee, den Schmied habe ich noch nicht gefunden. Und hier sind halt die Felder. Ne? Das hier ist Getreide. Ne? Und das hier ist Reisfeld. Das haben sie auch ein bisschen total neu umgeändert. So, früher war das so, wo ich angefangen habe. Das haben sie aber erst nach mir gemacht, wo ich aufgehört habe. Musste man den Reis wirklich ins SL-Wasser stecken. Nicht so wie jetzt mit dem Feld unten und bewässern. Man musste den Reis wirklich unten, man musste sie extra auf der Sim, wo man ist, unten, wenn man Briedelbill und machen darf, musste man sich extra immer früher so einen Sumpf machen, wo man das Reis reinmachen kann. Haben sie ein bisschen verbessert, finde ich auch besser so. Und hier ist halt die Getreidefelder. Ne? Hier ist Hühnerstall. Ne? Und hier ist neuerdings Tomaten, Kartoffeln und Tomaten. Ne? Also die Hier Tiere sind, bewegen hier sich sind die nicht. Schweinchen. Nein, die Tiere sind fest. Die Das ist gut. Tiere sind fest. Die kann man, die kann man, die kann man nicht bewegen. Also die bewegen sich auch nicht. Also, soweit wie ich weiß. Wie gesagt, ich bin da schon, wie viel gesagt, ein paar Jahre raus. Ich müsste mich da neu mit befassen. Aber ja, doch ein bisschen bewegen tun sie sich neuerdings schon Ja, hier, ne? Kopfnicken, ja, Hier aber Kopfnicken und so weiter und so fort. Aber ich denke mal nicht, dass die jetzt großartig rumspazieren können. Ne? Die kleinen was ich, Schweinchen. was ich jetzt mal für eine Frage hätte, ist zum Beispiel, du hast jetzt einen Hühnerstall hier, ne? So wie hier, ne? Ein paar Mhm. Hühner drin. Wie fütter ich die dann? Dasselbe wie auch. Du stellst da neben ein Wasser, muss da neben ein Wasserport stehen, genauso wie sie es hier gemacht haben. Hier haben sie es doch gemacht. Hier steht ein Wasserport und daneben steht Getreide oder was es ist. Ja, und das zieht sich dann automatisch oder man muss es selber tun, in den Stall rein. Und die Hühner Okay, holen sich das dann automatisch. Ne? Hier okay. sind, hier sind, wie gesagt, neuerdings Getreidefelder und Weinfelder. Ne? Und sind die Bäume. Wie ich gesagt habe, der hat 74% der Baum und der hat hier 57%. Wenn man die jetzt abgeholzt hat, sieht das dann wie folgt aus. Ne? Sieht das dann Hier so wie unten hier. eine Holzscheide oder so. Genau, dann sieht das so aus wie der da. Ne? Und normalerweise müsste der dann drüber haben, wie lange er braucht, bis er wieder ein richtiger Baum ist. Ne? So, wir können hier noch ein bisschen rumgehen. Es ist hier Ja, offen hier. ich such den Schmied noch eigentlich. Also, ich würde gerne den Schmied mal angucken wollen. Ja, warte noch mal. Hier geht's doch noch weiter hoch. Ja, ja, alles gut. Ja, Das, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, weil das Video wird ein bisschen länger werden als wie sonst, ne? ach komm, ein bisschen längeres Video ist ja auch nicht so schlimm. Könnt ihr Leute mal hin und wieder mal auf Pause drücken, sich einen Döner reinpfeifen und danach wieder auf Play drücken. Richtig. Was haben wir hier oben? Hier oben haben wir die Weisen, ne? Oh, das haben sie. Oh, wie geil ist das dann? Das kenne ich doch gar nicht und das ist auch geil. Ja, so lernt man immer wieder neue Dinger kennen. Das Runde mit dem Wasser, das sieht auch geil aus. Ne, und hier sind halt die Dinos, die ich gesagt habe. Gut, jetzt sind es weiße Oh, Dinos. Ne, da kann man drauf reiten. Also den könnte man dann züchten und da könnte man dann auch reiten drauf. Ne. Und das sind hier die großen, ne, die man eben gesehen hat. was ist das hier, Miet oder ist das? So.
hier sind dann die Weinfelder, ne? Hier sieht man dann Was die ist ein Trauben. Boskmeat? Was für ein Ding? Boskmeat, was ist denn das? Sind das hier die Büffeltiere oder was? Ähm, du musst um die Raptoren zu füttern, musst du natürlich erst vorher ein Tier schlachten. Ne? Also die wollen Da nur ist Wasser da, ja, ist und klar, Tierfleisch. das sind Fleischfresser. Ja. Das ist klar. Nur was nehme ich denn dafür eigentlich eher? Ich meine, ich kann dafür Hühner nehmen, so ist nicht. Dann kriegen sie von mir Nein, nur du musst Dings. schon, da musst du hier schon hier das Fleisch, weil aus Hühnern, aus dem Huhn, wenn du das schlachtest, bekommst natürlich wie ein richtiges, du kannst es ja nur nach meinem Bemessen kochen. Ne? Also müsste ich dann schon wirklich so ein Schwein haben oder halt so ein Büffel. Richtig. Und jetzt Okay. kommen wir hier hoch, da wo mein Schatz hin will, wie ich's hier richtig sehe, zum Schmied. Ne, hier oben neuerdings kann man dann trocknen und so sieht das dann zum Beispiel auch aus bei den Getreide. Ne, dann tut man dann ein Wasserfass in die Mitte stellen. Ne, Also wie hier hat der Herr auch nochmal hier nochmal einen Hühnerstall. Hier ne, ist noch ein Wasserfass. hier ist zum Fässer machen, haben sie jetzt auch neu gemacht. Ne, hier kann man Das die. Haus gibt es unten zu kaufen hier, zumindest guck mal. Das Haus gibt es zu kaufen. Das Haus habe ich unten gesehen. Okay. Ja, wie gesagt, hier ist dann, wenn man dann, wenn man dann eine Ziege melkt oder so, die kann man ja auch melken, ne, gibt es dann Milch raus, dann kann man dann da Käse herstellen, ne, und hier kann man dann noch ein bisschen auch Fleisch verpacken. Das sind die Verpackungsdinger zum Verkaufen. Da drüben kann man lesen und hier sind dann die Steine, die ich euch eben unten erklärt habe, ne? Zum Abhaken. Ich weiß aber nicht wirklich, wie es aussieht. Sporen die dann doch wieder. Und das ist dann anscheinend, oder, Natürlich muss er so sein, weil weil das wäre jetzt ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel dir das Ding holst, ne, und die dann immer wieder weggehen. richtig. Also wenn du die immer wieder neu kaufen würdest, das wäre Schwachsinn. Das ist dann hier die Schnapsbrennereien, die verschiedenen. Ne, hier sind nochmal die Raptoren, verschiedene anderfarbig. Ne, hier ist das eine Wasserding, was ich euch erzählt habe, wo die kleinen. Ne, und hier sind halt die Teppiche, die man so machen kann. Ne, und wir gehen mal auch ins Haus, mal gucken, ob das Haus offen ist. Das Haus ist offen, war ich schon drin. Hier geht's nicht rein. Oben die Treppe hoch. Da geht's rein. Ne, das ist War ich der schon drin. Webstuhl, ne, wo man Dinger hier machen kann. Ähm, okay, geht nur kurz auf. Oh, ich sehe gerade, hier haben sie neu mit Wasserflaschen und so irgendwie was Neues gemacht. Wie gesagt, da habe ich mich lange nicht mit beschäftigt. Hier haben sie einen neuen Ofen, wo man, glaube ich, Fisch und Rezepte machen kann. Na, hier könnte man sich dann schön hinsetzen, so. Ja, also wunderbar gemacht. So. Aber du vermisst ja deine Schmiede, ne? Ich meine, du hast mir das schon beantwortet eigentlich, aber ich würde mir die Spiele trotzdem mal selber nochmal angucken wollen, weil ich habe mir ja die Ressourcen gesehen. Ah, komm, jetzt geh mal endlich hier. Weißt du, was ich meine? Ja, Hier die Steine. ja, Ne? Und die respawnen ja wieder. Kupfer zum Beispiel, Stack 20 oder Stock 20. Ne? Da wird es auch nochmal Eisen geben oder man muss es kombinieren oder was, ich habe keine Ahnung. Noch nicht. ja. Und das wäre halt so meine Idee. Ne? Nur ich weiß jetzt nicht, ob äh, Primsanzahl und Skripte und was. Ich kann, Ja. also ganz ehrlich, meine Meinung ist dazu, sucht euch eine Sim, wenn ihr das aushaben möchtet. Es gibt viele, wie gesagt, tretet bei der Gruppe, wo ich auch gerade eben bei war, beigetreten bin. Ich gehe noch mal da hoch, ob da oben die Schmiede ist. Ähm,
die deutsche Rollenspielgruppe. Es gibt genügend Ländereien hier in SL, eigentlich auch große Goa, wo Goa gespielt wird oder Goa betrieben wird oder was auch immer. Die haben auch jede Menge. Ne, hier oben ist die Schmiede anscheinend nicht. Hier haben sie ein paar Häuser stehen. Die Schmiede kann ich dir gerade nicht zeigen, warum auch immer. Auf jeden Fall, ja, ja, hier oben oder haben sie die Schmiede hier drin? Weiß ich gerade nicht, muss ich mal gucken. Moment, ich muss mal hier reingehen, wenn hier offen ist. Seht ihr, so kann man so schön hier, kann man sich dann das Haus alles so schön gestalten und machen. Also es gibt Extra schon. Häuser gibt es noch unten auf der Sim, also auf der Main-Ding Richtig. da oben. Also Habe ich ganz noch ein paar Häuser ehrlich, gesehen. also wie gesagt, ganz ehrlich, ich würde euch empfehlen, Hat gebt, was. gebt hier oben einfach gebt am besten hier oben, so würde ich es tun. Hier oben ist ein Zeichen, das heißt suchen. Dann geht ihr hier auf Orte, ne? Dann könnt ihr zum Beispiel, ich hatte da eben Kräftis eingegeben, Rollenspiel eingeben. Wenn es klappen soll, klappt es natürlich. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Es gibt natürlich anderweitig Rollenspiele, die auf Adult, ne, mit Sex und hast du nicht gesehen, machen ja auch viele Rollenspiele. Aber es gibt viele Rollenspiele. Also Rollensims-Spiele, die wirklich G und S machen. Seht ihr? Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Das mache ich dann im nächsten Video, wenn ich mich da ein bisschen besser mit beschäftigt habe. Das heißt dann DFS. Das ist aber wieder eine ganz andere Handlung wie G und S. Das hat mit G und S nichts zu tun. Das ist wieder ein extra Ding auch, wo man auch für Rollenspiele, Survival, wie auch immer, machen kann. So. Damit sich das Video wirklich nicht in die Länge zieht, mache ich dann mal hier oben, ich weiß nicht, wo mein Schatz ist, mache ich hier mal einen Abschluss. Und wie gesagt, immer schön klicken, schreiben, abonnieren, wie auch immer. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, und weil ja heute ist Donnerstag, beziehungsweise auch ein Feiertag, habe ich ganz vergessen zu sagen, alle Väter da draußen, alles Gute zum Vatertag. So, also bis dahin, eure Sandy und Zippo. Reingehauen.